Morgens alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vrienden dat je een levenswasser zijn van deel Morgens. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, je kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden en gezang. Ze hebben een tijd waar ze geven kan. En ook een boodschap hier op een weg wat zij kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is en dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie wilt van jou dat je vrouwen hebt, je kan naar een informationsdash gaan, daar zijn sommige mensen die kunnen je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt drinken, koffie en thee. Die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, en dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors gezegd, die wordt een goede, klare, praktische boodschap hebben voor jullie verteld. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn zo schaftig dat je een levenswasser zijn van deel en we wensen jullie dus een goede Samaris. Lebenswasser. Check. Good morning, Lebenswasser. Let's go to sein Stuhl, please, up. Wie Fred hat so sagen, hier mit ihnen taub sein, in Gott taub umbeten. Did
in wandert water, war min kopret, ek voit die laats mi koi molos, van ek je breken, in mine nursval, ek voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Ek voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Dream is like mine, and don't want to brand, dus wordt die de light niet voor down. Ek voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Betulbu, die bezien mi drüber's drü. Ek voit die laat, mi nicht allein, die besom mi ek fart mi ding. Want ek je breken, en mi de nush van. Ek voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Geef me zijn maat, en don't wordt op brand, dus wordt die de lijf niet voor jou. Ek voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Goud op bloed. Ek voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Geef me zijn maat, en don't wordt op brand, dus wordt die de lijf niet voor down. Ek voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Zijn maat, en dan wordt op brand, dus wordt die de lijf niet voor down. Ek voit die haste, alle tijd, goud op bloed. Je trant hield, wo hoch die borg die door voor mij lag. In die vertwijfeling keek ik naar hemel en rook die noem in diese nacht. Dan kommst die leiflich durch dort dunkle, brukst durch den Schotten von meiner Sorge. Dort es nu vor ich, Menge kommen, Jesus Christ, meine Hoffnung mehr. Wer kann sich verstehen, Blut so erstaunen,
Woon hart versteht so de grote Leid. Die eeuwige Gottheit stopt drauf vom Himmel, durch meine Sinn in meine Schuld. Heilig nom Kriezen, juift mich Vergebung, die Haar von Haar an mich sehen kennt. Prachtvoller Haarek, je hier die Emma, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, Christ und dem Brei macht mich frei. Halleluja, Tod verloren, Haul und mich, hast den Kehlen losgenommen. Du hast Gnade und Bedienung, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, Christ und dem Brei macht mich frei. Halleluja, Tod verloren, Haul und mich, hast den Kehlen losgenommen. Du hast Gnade und Bedienung, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Dann kann dein Morgen in den Versprechen, den begrubter Körper, krieg Leben frei. Dann utem Stallen, dein lebt kein Brennen, raubt du dort Grof, haft kein Reichtum nie. Dann kann dein Morgen in den Versprechen, den begrubter Körper, krieg Leben frei. Dein utem Sternen, dein lebt kein Brennen, raubt du dort Grof, haft kein Reichtum nie. Jesus Kind, hast du Grof besiegt. Oh, Halleluja, Christ und dem dein Herz mich frei. Halleluja, Tod verloren, Haul und mich, hast den Kehlen losgenommen. Du hast Gnade und Bedienung, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, Christ und dem dein Herz mich frei. Halleluja, Tod verloren, Haul und mich, hast den Kehlen losgenommen. Du hast Gnade und Bedienung, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Oh, praise to God, meine Hoffnung lebt. Jesus, wir wollen von dir bis vor dir kommen. Wir wollen die ehren, wir wollen die loben, in die preisen, für wer du bist, für was du für uns getan hast, Herr. Dass wir sagen, du hast unsere Ketten losgenommen. Wir können frei sein, wenn es was du für uns getan hast, Herr. Wir wollen die bloß anbeten. Wir wollen die danken, für uns so läuft an. Für ein Weich mehr an, wo du vielleicht nicht ein Weich ist. Für immer mit uns sein. Für den Versprechen, die uns brechen. Für immer bleiben für uns, Herr. Dankeschön. Wir wollen die anbeten, Herr, und die alle ihr geben. Du bist hier
op deze steen. Ik bid die om, ik bid die om. Du was hier, hier in unserem Herz. Ik bid die om, ik bid die om. Du was hier, du schofst op deze steen. Ik bid die om, ik bid die om. Du was, ich merke, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wär die Best. Du bist, ich merke, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wär die Best. Du bist hier, du wächst jeder Hort. Ich bid die um, ich bid die um. Du bist hier, du hältst jeder Hort. Ich bid die um, ich bid die um. Du bist hier, die beste Lebenssong. Ich bid die um, ich bid die um. Du bist hier, du hältst jeder Wort. Ich bid die um, ich bid die um. Du bist, was merke, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht in der Dunkel, mein Gott, du das wär die Best. Du bist, was merke, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht in der Dunkel, mein Gott, du das wär die Best. Du bist, was merke, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht in der Dunkel, mein Gott, du das wär die Best. Du bist, was merke, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht in der Dunkel, mein Gott, du das wär die Best. 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 Die Best, was merke, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wär die Best. Die Best, was merke, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, du das wär die Best. Och, wann ich dort nicht so die Chance hat. Och, wann ich dort nicht voll die Chance hat. Du hörst niemand sagt mit Schafen. Du hörst niemand sagt mit Schafen. Och, wann ich dort nicht so die Chance hat. Och, wann ich dort nicht voll die Chance hat. Du hörst niemand sagt mit Schafen. Du hörst niemand sagt mit Schafen. Och, wann ich dort nicht so die Chance hat. Och, wann ich dort nicht voll die Chance hat. Du hörst niemand sagt mit Schafen. Du hörst niemand sagt mit Schafen. Och, wann ich dort nicht so die Chance hat. Och, wann ich dort nicht voll die Chance hat. Du hörst niemand sagt mit Schafen. Du hörst niemand sagt mit Schafen. Was merkt, Versprechen holen, Wunderwerke, Licht
das wird die best, vad ich merke, versprechen, Haula, Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein Gott, da das wird die best. Hat die Numes Heicher, aus alle Unternummes Romans, die Num erstorrt ja aus Krankheit, und die Num es Grata, aus was wir uns verstehen können. Vielmal Dank schön für Matt singen, Matt beten. Ich würde bis Frau, dass ihr ein klein bisschen stehen bleiben. Ich hätte hier alle welcome hier, meine Frau, dass ihr bei uns taub sind, hier von der Samaris. Auch für all die, die online sind, vielleicht seid ihr von Lebenswasser und ihr könnt hier von der nicht sein. Dankeschön für wir uns taub sind. Wo immer ihr seid, uns kicken down, bis Gott, dass ihr mit Lebenswasser taub seid. Ich will ein klein bisschen vertellen von Gott leben und Menschen dein. Das ist, wer wir sind. Das ist unsere Vision. Wir sagen, dass das, wer wir sind. Das ist unsere Vision aus Lebenswasser. Dass wir vor Gott leben und Menschen dein. Und die Frage ist vielleicht, well, was meint das? Well, das meint Krieg dort, dass wir Gott leben und wir in Gemeinschaft haben mit ihm. Ich hier dieses Werk einer sieht mir, dass er hat wem gefragt, kannst du Gott? Er sagt, ja, ich habe von Gott gehört. Aber in der Gemeinschaft haben mit Gott, dass es mehr als bloß von ihm gehört hat, dass wir von ihm arbeiten. Eine Gemeinschaft haben mit Gott, als dass wir erstens am Dein tun und dass wir die Dinge tun, was er uns sagt, was wir selber tun und dass wir wirklich eine Gemeinschaft haben, dass wir mit ihm reden, und dass er uns leitet, dass wir ihm kann, er uns kann. Und so, das ist unser Verlangen hier in Lebenswasser, dass wir aus Lebenswasser, wo Menschen sind, die wirklich in Life sind mit Gott, dass wir am kann und mit ihm gehen. Und dann, dass wir gehen in Menschen dein. Hier in Lebenswasser, dass wir Menschen dein, in uns Heim, in unser Business, wo immer wir sind, dass wir die Menschen rum uns, dass wir entweder dein. Und ich dachte, von der Samaris, weil wir das mal krieg nach Hause bringen, und nicht bloß sagen, Gott leben in Menschen dein, weil wir die Menschen dein, die rum uns sind, von der, die krank sind. Ich glaube, wir haben alle hier, die Gerippe, das ist sehr rum, da sind sehr viele Menschen, die krank sind. Viele von unseren Menschen hier in der Kirche, die haben die Gerippe. Some von den Menschen in unserer Community, in unserer Gegend, die haben Covid, die sind krank mit der Krankheit, wo die schwer krank sind. Und es fehlt dann von der an uns, dass wir sein, wir sind hier zu Menschen dein. Wir lieben Gott und wir wollen dein. Von der wollen wir die Menschen rum uns dein, die krank sind. So wenn du bist, ein klein bisschen überdenken, von wem hast du gehört, der krank ist? Ich glaube, du hast von Menschen gehört, die krank sind. Ich würde bis gleich, wenn du den Namen wirst, sein und bis in Gebet kommen für Gott. So, weil bis an die Ehe zu merken, weil wir beten und denk bis ein bisschen, von wem hast du gehört, was schwer krank ist von der? Von wem hast du gehört und bring den Namen und den Mensch bis für Gott und sei und bet bis Heilung über arm. Because wir sind hier aus Lebenswasser, wenn wir haben eine Gemeinschaft mit Gott und wir wollen die Menschen dein Raum uns. So bring den Namen bloß für Gott. Dankeschön Gott, dass wir keine Gemeinschaft haben mit dir. Dass wir können die leben und die kann. Und dass du mit uns jetzt, Herr Jesus, dass du uns lädst. Und von dir bringen wir diese Namen für dich. Der Namen, was der ganze Kirche hier hat gesagt, was sie von Arbeit, was die krank sind. Wir bringen die Namen in die Menschen für dich. Wenn das sind nicht bloß Namen, das sind Familien, das sind Moms, Dads, Kinder. Und wir bringen die bis für dich und wir sprechen Heilung über Ernt. Wir kommen in die Krankheit in Jesu Namen und wir sagen, Krankheit ruht und er hat nicht eine Macht über diesen Menschen. Und wir beten bloß Heilung. Gott, du hast die Menschen gemerkt, du weißt, wo der Körper schafft, du weißt, wo diese Menschen alle am und wir sprechen bloß Heilung und Leben über Ernt und wir kommen in die Krankheit in Jesu Namen.
Ich bete bis Gott, dass die Menschen, die in einem Hospital sind, wo die Doktors eben sein dann, dass die Doktors Weisheit geben, dass sie wohl die rechte Medication, diese Menschen geben, dass die alle waren gesund waren. Ich bete bloß das in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ich kann Ihnen doll sagen, mir freut, dass die hier mit uns taub sind in Lebenswasser von dir. Und wenn wir bloß wieder beten für diese Menschen, was wir weiter, was krank sind, dass wir bald wieder können alle taub sein. Von der als Pastor John hier und er die Botschaft hat von der. Und aber Pastor John, der ist auch nicht an diesem Stage, war es ganz von, ich glaube in März, ist wie die Taumjücken, dort wird gleich die letzte Botschaft, was er hier on Stage hat, fehlt zu uns geredet, über Screen, online von einem Office. Und von der aus war er träg hier, so werden wir ein bisschen eine Hand geben. Good morning. Falls ik fan mal waren hier boven zijn met mensen in de zaten. Ik heb hier al eerder geredet, wenn hier keiner wir. Ich dachte, so keiner gleich mit mir. Aber von der Seite war 3 gekommen, so das fan. Aber wir sind verschiedene Dinge durchgegangen, nicht? Aus Tjork und, aber das gut war 3 sein. Ich will für die nächsten 2 Sendungen reden und ein Thema, was sehr interessant ist. Wir nennen dort Wakjselpunkt. Na, vielleicht weiß ich nicht, was ein Wakjselpunkt ist, aber ein Wakjselpunkt, dort, wenn wir bei einer Stadt kommen, wo ein Ding ändert. Einmal denken wir, einmal vielleicht, wenn wir uns ein bisschen nerven, eben denken, dann wenn wir sagen, jetzt müsste der Mut so fallen, noch so ein bisschen, dann wird es something else geben, dann wird es anders sein. Und das ist ein Wakjselpunkt. Auf Englisch sage ich vielleicht Tipping Point oder Turning Point. Und ich will reden von unserer Welt, von Jesus in Zurückkommen, und dass ich glaube, wir sind sozusagen bei den Ewigdoten. Wir sind bei der Zeit, wo Jesus wird zurückkommen. Und die Ursache, dass ich von das rede, ist, wenn ich will haben, dass wir bereit sind, zum Jesus begegnen. Wenn die Zeit ist hier, so passieren Dinge in uns Leben, mit das ganze Coronavirus haben viele Menschen gefragt, ist das nur das eng? Und ich glaube nicht, dass das eng ist, aber das ist ein Port davon, das ist ein Teken davon. Und wir wollen über die nächsten 2 Sendungen, weil ich ein bisschen reden und das Thema. Und wenn wir von dem Thema reden, das ist ein Thema, das sehr verschieden wird ausgelegt in der Bibel. Ich weiß gar nicht, dass ein anderes Thema gibt, wo so viele verschiedene Meinungen über sind, als über das. Und das ist eine Ursache, wo wir wieder einmal nicht von reden. Das ist eine Ursache gewesen, wo ich da einmal nicht von geredet. Und so ich sehe mir sicher, dass some Dinge, was ich sage, da wird somebody nicht mehr sterben. Wenn er nicht ist, das dient voll Reich. Wenn es sind alle Hunde verschiedene Auslegungen über das. Aber wir sind in der Zeit, und das ist Zeit, dass wir als Kirche mehr lernen von das. Und so mein Ziel ist, in den nächsten Tiden, wo ich reden, dann will ich um das Thema Dollar reden. Wenn Jesus kommt, dort eine Ding, sind wir uns alle 100% einig über, dass Jesus kommt. Und korrekt, wo das was durchkommt, dort ist einmal ein bisschen verschieden zwischen Christen. Ich dachte so, dass wir ein bisschen von der 3 Polit sind. Warum sagen, das sind 3 Polit und die wollen nur Cancun fahren. Some von ihnen sind manchmal nur Cancun gefahren. Uns nehmen die nicht mehr, aber das ist genau. Aber some von ihnen sind in Cancun gewesen. Und so wollen wir sagen, diese 3 Lied, sie studieren ein bisschen und checken nur Bilder und lesen ein bisschen ab. Wo ist das beste Resort? Like, wo ist das beste, wo ist das meiste bei? Und all so eine Dinge wird dann mit neu studiert. Und so sie studieren das alle nur. Und sie waren sich einig, wohnen Motel sie kaufen. Und sie kaufen sich die Tickets. Und so sie merken, right, zum dahin fahren. Und das alle, das dreht sich um Cancun. Like, nicht wollen wir mal eine ganze Weg, bloß mal über Regenlegen, eine feiten Hechtstahlen, und Meer und Sonnenschein, keine Sorgen mit der Stahl, wenn es einmal fährt, nicht? Und so, nicht wollen sie mal eine gute Zeit haben da. Aber dann fangen sie sich an zu unterhalten, von wo kommen wir hin? Und einer sagt, wir müssen pflegen, wenn das Bosigste, das Hostigste dort, der wenigste Trouble. Und dann sagen die anderen, pflegen da nicht, wenn die Jets die voll noch mal rauf. Und dann, du bist so hoch, du kannst du nicht sein. Bist du
tog je praat in een vastdoosje in een airplane. Like vliegend over niet. So hij sagt, wie man voren. Wenn man voren ist, dann kostet noch alles hingewees bechecken, fijne restaurants eten, fijne motels slopen, en dan hebben we nog een ganze tijd hingewees. Het hebben alle goede dingen zijn. Nou zijn de anderen, dat is veel te lang, like nach voren en al die dingen, moet ze nog allemaal dort chamberen. Nou zegt de drader, wat met de baas voren? De bazen van jou, die zijn zo fijn aangerecht, die kosten overal liggen en boek lezen, en die vieren die dort aan, hast keine zorgen. En zo ze fangen zich aan te strijden. En ze fangen zich aan oneenig te worden. En ze fangen aan te spouwen. Wenn het dreht zich alle aan wat kom je te gaan. En wens de baas daar weg. En weet je lied, dat zo'n beetje waar het is met Jezus zijn tweede kom. Tjoing strijden zich, tjoing spouwen eenmaal. Christen stampelen zich doel om zich, wen wo we de hand komen. En dat thema is niet zo zeer wo we de hand komen, aber Cancun. Dat is de hoofdzaak. En zo, daar hebben we klaarhouden door deze ganze tijd. Nog een ding wat we willen zeer klaarhouden, dat is dat Jezus is de middelpunt van het ganze ding. So, wenn wir all diese verschiedenen Ideen haben, dann können wir uns fragen, wo soll davon reden? Wenn wir eine verschiedene Dinge, wo nicht alle stemmen, mit was ich sage, wo wir davon reden. Ich will Ihnen 5 Ursachen geben, wo wir davon reden. Das erste ist, wenn die Bibel redet, viel davon. Ungefähr 150 Kapitel in der Bibel reden von der Thema. Wenn wir die Bibel studieren, wenn wir die Bibel lesen und wir wollen die ganze Bibel sozusagen predigen, dann müssen wir an der Thema auch predigen, wenn es ein großes Thema in der Bibel. Gott redet doch viel von, wenn wir glauben, dass die Bibel ist Gott sein Wort. In 150 Kapitel, oder vielleicht du wo Raum, redet von der Thema, da meine ich, dass jeder Kapitel sich bloß von dort handelt, aber der Thema ist sehr reif in der Bibel. Viel Prophezeiungen von was dann eigentlich passiert und all so eine Dinge steht. Und so das ist wichtig, dass wir dort, wo Gott aus einem welchen Punkt sieht, dass das bei uns auch wichtig ist. Und weißt du, für Gott ist es der Hauptpunkt. Nicht bloß redet Gott viel von dem in seinem Wort, aber heißt rein ganz bei uns kritisch gehen, damit mählich merken, da wir da können sein. Für Gott ist es ein sehr wichtiger Punkt. Der zweite Ding ist, wenn die Ewigkeit ist uns ganz wichtiger Punkt für unsere Zukunft. Paulus sagt sogar, dass wenn wir bloß für das Leben Christen sind, oder dort gibt keine Auferstehung und wir sind bloß für das hier, dann sind wir sehr miserable Menschen. Und ich glaube das so. Wenn wir in der Welt von der checken, Christen waren fertig verfolgt, die haben schweres Leben einmal, und so wenn es bloß für hier ist, wo wir wir Studie anstrengen, bloß für hier. Und so wie man eine Ewigkeitsweltanschauung haben, eine Worldview, like wo wir die Welt sein, wo wir leben sein, und was wichtig ist, und für was wir leben, und für was wir schaffen, das sind wichtige Punkte für einen Christ. Ein von den Dingen, wo wir als Christen einmal erreichen, ist, wenn uns Ziel bloß nur diese Welt geht. Und wir leben bloß für hier und nu. Das ist erreicht. Wenn das eine Ewigkeit und so. Das ist noch ein sehr wichtiges Ding, wo wir von der Thema reden. Noch ein Ding ist, wenn Sehen. Die Bibel die spricht den Sehen aus, über die, was das Thema studieren. In Offenbarung, ich habe Versen hier nicht, aber da redet von, dass gesehen ist, wer diese Prophezeiung liest, in den Nachfolgenden, zweimal redet Offenbarung von dort zu. Gott spricht den Sehen aus, wann wir das Thema studieren, wann wir von dem Thema reden und dort lesen. Noch ein Ding, Jesus redet da viel von. Und Jesus sagt immer wieder, sieht rein. Er sagt zum Beispiel, so steht, irgendwas schaffen der auch nicht mit meinem Screen. So Jesus sagt, dass so steht, in Matthäus 24, 32, dann liet det von Feigenbaum, sobald aus seine Aster saftig waren, in Blätter kriegen, weet je, dass der Sommer dicht bei ist.
Na, das ist bloß ein Vers von vielen, wo Jesus von redet. Aber er sagt, immer wahrer, sieht reut. Wenn die sein den Baum utluten, sagt er hier. Und wir können hier in Ansehen sein, wenn die sein der Apfelbaum utluten. Dann weet je, dat sommers dichtbij. Dan weet je dat du kent nu een appel arnt. En dat is een beetje wat hij hier zegt. Hij zegt, wenn de Feenboom uitlaat, dan weet je dat de sommers dichtbij. En zo hij zegt, wenn wir de tekens romans zijn. Nou, en dat vers, ik geloof bij mij, en dat waren een van de dingen, waar viele verschillende uitleggingen over zijn. Maar ik geloof, hij redt van Israël. Ik wil nächste zondag, wenn wir noch hier sind, dann will ich nächste Sonntag reden von den Tekens, was wir in der Welt haben. Und Israel ist ein von denen. Aber weißt du, wenn wir gewisse Dinge sein in dieser Welt, und ich glaube, even das Coronavirus, wenn wir das sein, dann weit wir das ein Teken. Wenn wir in der Welt rumchecken, wir sehen verschiedene Dinge, wir sehen Krieg, wir sehen Krankheiten, wir sehen all diese Dinge, dann weet wie der Titel ist hier. Und so Jesus sagt, wenn die diese Teken sein, dann sieht reut. Und welche Lied, wir sind von der in der Generation, wat alle Tekens haben. Und da haben wir nächstes noch mit alle von reden. Aber wir leben von der am Eng, glaube ich. Na, ich habe so ein Glauben, und das war so ein Ding, wo Menschen so verschiedene denken, aber ich habe so ein Glauben, dass Gott schafft auch mit dem Kalender. Und Gott sein Kalender dreht sich um 7. Gott macht die Welt in 7 Tagen. Weil er macht den 6 Tagen, aber er rest. Er ruht den 7. Tag. Wenn wir im Alten Testament lesen, die Gesetze von Israel, alle ihre Gesetze waren alle 7. Jahr, dann mussten sie Schuld betonen oder 3 tun, alle 50. Jahr mussten sie Lohn 3 geben, nur die Originalfamilie. Verschiedene Gesetze hatten sie, das dreht sich immer um 7. 7 Däusche Fasten, 7 Däusche Chast, alle haben so eine Dinge dort. Und so ich habe einen Glauben, dass Gott schafft, mit einem, sozusagen einen 7000 Jahre Kalender. Und dass wir sind eng von den 6000 Jahren, was Menschen auf dieser Welt sind. Und wenn wir in der Schrift studieren, so dicht wie wir das dann können ausführen, und so dicht wie es Schriftleier dann würden sein, dass wir können weiten, was die Zeit ist und wo die Zeit ist, dann sind wir irgendwo eng von den 6000 Jahren. Und welche die Schrift redet von 1000 Jahren zurück. Und ich glaube, das ist die Ruhe. Hebräerbrief redet davon, dass du es noch Gott seine Ruhe erst noch im Kommen. Und so verschiedene so eine Versen haben. Wir wollen ja nicht alle lesen. Aber weißt du, die Zeit, der es hier in Jesus sagt, dass die Teken sind rumgehend. Und wenn die diese Dinge sein, dann sieht reut. Und das wollen wir unter Time reden. Wenn ich glaube, wir sind in der Zeit, wie kann ich sein, Tag und Stunde, wenn Jesus wird kommen, das merkt er sehr klar. Und das ist nicht der Punkt hier. Aber der Punkt ist, dass wir sind dicht bei. Und so verschiedene Dinge wiesen durch eine Hand. Und so ich will Ihnen sehr Mut merken, dass die reut sind. Zu alle Zeit. Und die sind dann reut, wenn die Jesus haben, als die Leser. Und so krieg Worte dann, was passieren, ist nicht das Wichtigste. Aber das wird passieren. Dort eine Ding ist die Schrift sehr klar über. Noch ein Ding, was wichtig ist, sind charakteristische Tekens. Lass mich Ihnen bloß ein paar von den Arten an. Ein Ding hakeln wird von dir, dass Israel als 3 Jahre lohnt. Und da wird nächstes nach Dollar von reden, das ist ein sehr, sehr interessantes und ein sehr großes Ding in unserer Welt von dir. Aber Israel ist 3 Jahre lohnt. Noch ein Ding, was dort dicht bei ist, das ist, dass die Bibel wird in alle Hauptsprachen von der Welt übersetzt. So eine Organisation aus Wycliffe Translators, sie sagen, sie haben sich in Dutem gesagt, bei 2024, dann haben sie die Bibel übersetzt in alle Hauptsprachen von der ganzen Welt. Wenn von der Tag mit aller Technologie, was sie haben und so weiter, sie können sehr busig mehr Bibeln übersetzen. Und Jesus sagt, auf einer steht, dass das Evangelium wird gepredigt in der ganzen Welt, und dann kommt das ein. Und so, das ist ein Ding, was wir von der in unserer Welt haben. Die Bibel ist übersetzt in mehr Sprachen als jemals vorher, und wir sind dicht bei, dass alle Hauptsprachen in der Welt
waar in de Bibel gaan spreken. En zo dat is een van de dingen waar we vandaag leven. Nog een ding wat we gaan in de laatste 100 of zo jaar, van de 1900 wieder, als meer bloed vergoten wegen Krieg, als in alle andere jaren vorher taubgenomen. Eerste Weltkrieg, Tweede Weltkrieg, alle handen Krieg hebben we gehad. In onze levenstijd. Als man ein Thema von Krieg. Und wenn ich mit dit Land und mit Jant über das Thema von Krieg, ist ein großes Thema in unserer Welt von dir. Und so das ist noch ein Ding. Noch ein Ding, was wir von dir in der Welt haben, ist, dass mehr Christen wurden verfolgt von dir, als jemals vorher. In den letzten 100 Jahren auch genommen, so sind mehr Christen für Leben oder für Glauben gestorben, als in alle Jahren vorher genommen. Nou, we beleven daar weinig van, wo wir leben, und das ist ein gutes Ding, aber viele Christen verlieren ihr Leben von der, wenn ihr glauben, in andere Länder als hier. Noch ein Ding, als Krankheit, Pestilenz, würde man mal sagen, alle so eine Dinge steht. Und ich rede schon ein bisschen von das Coronavirus, als das nicht das eng. Und ich glaube nicht, dass das eng ist, aber das ist ein Teken davon. Aber weißt du, was Coronavirus uns hat gewesen? Da als jemals vorher ein Ding hat, da ist, dass die Welt jetzt regieren von einer steht. Und so, das noch niemals euer Denken was in dieser Welt, was die Welt sozusagen hat, durchgeschaut. So steht das. Aber unsere Technologie ist heute dafür, dass die Welt jetzt regieren von einer steht und von einer Person. Und das würde am Weg haben jetzt. In der Welt jetzt am Weg haben, wo wir wollen, eine boergeldlose Welt haben, oder was alles bloß mit Technologie drehen. Wir sind nu al so, dass wir Kreditkarten brauchen, oder Debit, oder so eine Dinge, wie Betul mit Plastik sozusagen. Hier in Mexiko ist es vielleicht noch nicht ganz so sehr, das ist vielleicht ein bisschen noch wohl besser, was du drehst von Business. Aber die Welt ist freut. Ich habe durch diese Zeit von Coronavirus ein bisschen studiert mit der neuen Technologie. Wat er nu nennt komt, dat 5G, we hebben nu 4G, nicht, oder 4G. En so dat 5G komt nan, dat is een ganz nieuwe technologie. En die dreht sich so rum, dat alles sich wat drehen rum dien gezegd. Some van jullie hebben nu al een phone, wo dien gezegd merkt dat phone op. Die nieuwe phones zijn nu komen den wat uit. En so, meer dingen worden ze dort drehen in der Welt, wenn das wird wieder gehen, wo alles sich bloß mit, was wir nennen, Face Recognition. Und ein Schreiber, was ich las, er sagt, er braucht ein Beispiel, er sagt zum Beispiel, du bist irgendwo in der großen Stadt in einem Motel, und du hast den Phone nicht mehr. Und so, du kannst bloß rüt auf den Gas gehen und bloß sagen, dass du was Uber, das ist die neue so Taxi von der schon da. En so die Kameras, wat alle wen zijn, die kan die gezegd, en die dichtste bij Uberkor, wat door ram is, die krijgt dan die mensage. En dan komt die ongevoeren, en die tijd wat die door ongevoeren komt, dan neemt hij al een beeld van die gezegd, en dan hebben ze die ganze informatie, die bank, die geld en alles. En zo, hij beschrijft dan bij den weg, dat du brauchst nicht mehr an die hand, wenn die gezegd, dat is alles wat du was haben. Nou, ik weet niet of het krijgt zo wat zijn, maar dat wijst bloos dat we zijn in een wereld met technologie, wat zeer anders wordt zijn, als wat we zo weten hebben. En zo, dit zijn bloos dingen wat we in onze wereld vandaag hebben. En ik denk dat nog zeer goed, als ik gingen weer en als mal de creditkarten opkomen, dan dat weer het multeken, oder dat weer het saas, maar alle onze dingen hebben het verken gegeven, niet? En vandaag zijn we er alle gewend, we brauchen de alle. En so, da sind so eine Dinge aus dort. Aber die Technologie ist heute dafür, dass unsere Welt jetzt regieren von einer Stadt mit einer Person. Und dort haben Coronavirus uns dort klar gewesen, dass die Welt, Gesundheitsorganisation, könnte sein, die hat die Welt gerannt für die letzte Zeit. In ein bisschen fähige Länder, wenn sie Atommücken und all so eine Dinge. So, das sind sehr interessante Dinge, was. Aber einig wat we klar houden, dat dreht sich alle rond Jesus. En so ik wil een ganz klein beetje checken, hoe Gott zijn een Plon kan zijn. Wat is Gott zijn Plon?
En weet je, wie kann uns hier hingewezen einmal ängsten? Wie kann einmal vielleicht so wundern, wo ihr das haben oder was ist das Nächste? Wenn wir Jesus haben, dann brauchen wir uns nicht grüßen. Jesus sagt in Offenbarung 1, Vers 8, er sagt, ich sehe das A und das O, das müssen wir von sein, ich sehe den Anfang und das Ende. Alpha und Omega. Und so dat zijn de eerste twee lateren, de eerste en de laatste later van de Griechische Arbeitszeit. En zo zegt ik die A en dat O, de Anfang en dat Ende, zegt de Herr, die door us, die door wir en die door komt. De Allmacher. We hebben ons niet gruwen voor dat Ende. De Bibel redt van dat komt een zeer schwere tijd, aber wir uns nicht über dort grühen. Dort ist grühen. Dort ist ein bisschen Thema, wo Christen mit verschiedenen überdenken. Aber sehr viele Christen leihen die Schrift so aus, dass Gott wird sie nicht wegnehmen, für die, was wir würden sagen, der große Triebsal kommt. Aber das ist, ich sage, dass ein Thema, wo verschiedene Meinungen haben. So, was ist Gott sein Einplan? Gott sein Einplan ist das. Sein Reich voll von seinen Menschen auf Erde. Dan loop je nog einmal sagen, wenn wir wollen alle in den Himmel. Und wir reden fertig von den Himmel. Aber weißt du, der Himmel, das ist auf Erde. Und so Gott sein Plan ist, sein Reich voll von seinen Menschen auf Erde. Und so, für ihr rücken und für ihr sagen, das ist eine Ehrliche, werden wir ein bisschen checken, was die Bibel sagt. Na, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich gehe in eine Stadt reinmerken, und mein Vater sein Haus, er sagt, du sind viele Städte, ich gehe da reinmerken. Aber ein Ding, was wir in der Bibel sehr klar finden, das ist, dass Gott sein Plan jetzt vom Paradies zum Paradies. Wir wissen alle, dass Gott mit der Menschheit Anfang im Paradies. In Garten Eden. Einmal haben wir vielleicht ein bisschen eine Idee, dass die Garten Eden, dass wir nicht ganz vollkommen, oder der Himmel wird viel besser sein. Ich glaube nicht. Der einzige Unterschied, weil nicht vielleicht nicht der einzige, aber ein sehr großer Unterschied zwischen den Garten Eden von Anfang, oder Paradies von Anfang und Paradies zu Ende ist, dass der Teufel wird am Ende nicht mehr sein. Das ist der einzige Unterschied. Aber ich glaube, der Garten Eden, dort wir Gott sehen, bastet. Dort wir dort, was Gott gemerkt hat. Das sagt es dort in 1. Mose 1 eindeutig. Und Gott sagt, was er gemerkt hat. Und er sagt, dass das sehr gut wäre. Das, was Gott sieht, was er die Welt gemerkt hat und was er die Menschheit gemerkt hat. Und der Mensch wie im Garten Eden. Und dann sagt Gott, dass wir sehr gut. Na, wie weit der Feind wieder auch. Und so hat verletzte Menschen und die Menschen, die fallen in Sinn. Aber Gott sein Plan ist vom Paradies, wo er den Mensch handstellt von ersten Volks, dort wo er den wahre Wort handstellt. Dort ist das ganze Thema von der Erlösung. Dort ist, wo Jesus zum Sterben für die. Dort ist, wo Gott, welch wir sein Leben zu geben, zum uns drei in Gemeinschaft bringen, in sein Reich, voll von seinen Menschen, im Paradies. Und so wenn wir Gott seine Geschichte sozusagen, nur gehen durch die Bibel, so ich sage, dort fängt im Paradies an. Aber dann versündigt der Mensch sich. Und wir sind bekannt mit der ganzen Geschichte. Und so dann ging jetzt sozusagen alle Sieden von dort. Und so das ging alle rauf. Und der Mensch, der muss rüht in den Garten Eden. Aber Gott mögt den Mensch für ein Ding. Oder für ein Hauptding. Und das ist Gemeinschaft. Wir haben einen von unseren Werten, der sagt, Gott will Gemeinschaft, nicht bloß Menschen regeln. Und so Gott will uns persönlich kennen. So Gott mögt den Menschen mit sich selbst taub sein. Du wirst in Gott sein Ebenbild gemerkt mit der Idee, dass du wirst mit Gott taub leben. Und dann hast du Sinn dort verdorben. Und dann ging Gott rein ganz bei uns Kreuz, um dort zu kriegen. Und so das ist ein Hauptpunkt. Und so der Mensch, der versinnt sich, der wir gebrechen von Gott. Und Gott kommt und heiratet den Mensch. Aber dazwischen, da wählt Gott sich Abraham und dann das Volk Israel. Und durch das Volk Israel offenbart Gott sich zu dieser Welt. Unsere Bibel kommt durch die Juden.
Alles, was wir von Gott kennen, sozusagen, kommt durch die Juden. Und so sein Wort ans Erlöser kommt durch die Juden. Jesus wie ein Jude. Ich hier laat zijn prediger sagen, dass Jesus erst nach hem ein Jude. Und ich agree mit das. Wenn Jesus stund ab von dort, er lebt von der in sein abgestandenen Körper. Jesus erst von der beim Fuhrer in sein abgestandenen Körper. Nicht bloß aus dem Geist, aber in sein abgestandenen Körper und dort sein jüdischer Körper. Und so Jesus, er wie ein Jude, so wie das jüdische Volk, ich fand es in der Leser sozusagen. Das jüdische Volk, ich fand es die Kirche. Die Kirche von Anfang wie 100% jüdisch. Aber dann dreht es eben nur die Heiden. Und so wir sind Heiden. Und so die Kirche kommt durch ihn. Aber Gott wählt sich Israel. Und durch Israel kommt ans Reingehen unser Erlösungsplan. Mit der Bibel und alles zur Bank. Das kommt alle durch das Judentum. Das wollen wir einmal reden von, dass wir haben ein jüdisch-christlicher Glauben, ein Judeo-Christian Faith. Und so das kommt durch die Juden. Und so Gott, er braucht den Erlösungsplan durch seinen Erlöser. Und dann fängt die Kirche an. Und die Kirche, als der Körper Jesu Christi auf dieser Welt mit dem Heiligen Geist gefällt. Das ist die Kirche Jesu Christi. Na, ich glaube, der Heilige Geist, der wird besonders gegeben für die Kirche. Der Heilige Geist will vorher hier, wen heißt Gott. Wir fangen im Alten Bund, dass er schafft mit Menschen, die besonders für Gott schaften. So ist die Propheten Chinese und some von seinen Menschen. Aber der Heilige Geist ist einmal hier gewesen, wen heißt Gott. Aber für die Kirche wird der Heilige Geist auf einen besonderen Weg gegeben. Und er wird auf einen besonderen Weg ausgegoten. Und dann kommen wir bei dem nächsten Punkt. Und das ist, wo die Lehre im Christentum, was er so einwängt. Und das ist das ganze Ding von, dass Gott wird seine Nachfolger von dieser Welt wegnehmen. Paulus redet davon in 1. Thessalonicher, das ist eine von den klarsten Schriften, die von das redet. Da sind andere Schriften, die in der Hand dienen. Aber lasst mich some von diesen Versen lesen. Er sagt uns das, Brüder, wir wollen die nicht im Anklagen lassen über die, die all gestorben sind, dass die nicht trüben brauchen, so als die keine Hut nicht haben. Na, was Schriftleier glauben, was hier fehlt, ist, dass die thessalonischen Christen, die hatten ein Missverständnis über Jesus in zweite Kommen. Und sie dachten, dass die, was gestorben wären, die würden nicht alle missen. Und so Paulus schreibt ihnen, er sagt, dass sie sollen mal ganz ruhig sein. Er sagt, wir glauben, dass Jesus gestorben und von dort abgestanden ist, wird Gott durch den Herrn Jesus und mit am Tod auch die Nusik nehmen, die alle angeschlagen sind. Und so er sagt, die, die gestorben sind, er nannte hier angeschlagen, aber das sind Gestorbene, die sind all beim Herrn null. Und dann sagt er wieder, das sage ich mit Jesus in eine wird, dass wir, die da leben und bleiben, bei der Herr Wahrheit kämpfen, wollen die nicht vorabkommen, die all angeschlagen sind. Der Herr wird selbst von Himmel raufkommen, Lüd sagen, was passieren soll. Der höchste Engel wird rauben, und Gott seine Person wird gebloßt worden. Dann wollen die im Glauben an Christus seilig gestorben sind, zuerst abstehen. Und so, wenn Jesus kommt, nur seine Kirche holen, kann wir sagen, oder seine Nachfolger, er sagt, die, die gestorben sind, die wollen das erste abstehen. Und so, die Gräber gehen das erste ab. Und dann sagt er, dann, wo wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit an auf die Wolken mitgenommen worden und unseren Herrn begegnen. Und dann, wo wir immer bei ihm sind, mit diesem wir trösten untereinander. Na, Paulus sagt in 1. Korinther 15 auch, dass die Todes waren abstehen, unverweslich, und andere werden, die waren nie Körper kriegen, und wie wird leben? Wir waren in einem Augenblick verwandelt worden, in uns Auferstehungskörper nennen. Und so das, Paulus nennt das hier nicht korrekt, aber das ist das selbst Ding, was er hier sagt. Er sagt, die, die gestorben sind, die waren abstehen, und dann, wo wir verwandelt wurden, und dann, wo wir mit aller Taub, er sagt, auf die Wolken mitgenommen wurden, und den Herrn begegnen. Das ist das Part, was einmal wird die Entrückung genannt, oder der Rapture auf Englisch. Das ist, wo Gott seine Kirche nach Hause holt. Und die Frage ist, wann passiert das? Das ist, wo Christen sich nicht einig über sind. Und ich glaube, das ist auch nicht der Hauptpunkt. Ich denke, was wir alle nicht wollen, das ist durch die Triebsal gehen. Das wollen wir nicht sein. Und ich glaube auch nicht, dass wir wollen
und ja Gott sein Ohr gestruft worden. Die Bibel ist klar über dort. Aber einig ist klar, dass Jesus kennt seine Kirche holen. Und das hält sich gleich, ob du gestorben bist, oder du lebst. Wir wollen alle sein. Und so kann ich ihn feststellen, dass bei einmal die Gräber, die jähren auf, und wir können uns bloß ein bisschen feststellen, was wir sein. Und Steve kommt in den Graf und sie nie Körper, und wir waren hostig umgeändert, wo noch alle hier sind. Und dann sagen wir mit einem Taub über Jesus entgegen. Und so das ist eine sehr interessante Zeit. Paulus schrift in 2. Thessalonicher ein sehr interessantes Ding. Er sagt, so steht. Und die Weiten, wo am noch drei hält, also hier redet er von den wahren Christ. Die Bibel sagt, du kennt eine Person am Eng, was diese Welt wird regieren. Das will ich von reden, dass die Technologie ist reut für das. Und so die Welt ist 100% reut für das. Wenn wir bloß denken an von Technologie, da wird es brauchen. Und so sagt die Weiten, was am drei hält, dass er sich mal ich auch offenbaren kann, wenn sie eine Zeit dazu gekommen ist. So das erste Ding, was ich sage, wo wenn der wahre Christ noch nicht offenbart ist, als wenn der wird offenbart worden, zu Gott seine Zeit. Das ist das Ding, wenn die Bibel sagt, dass aus der Zeit erfüllt wird, schickt Gott sein Sehen, Jesus. Und so das rannt auch an Gott seine Zeit. So das ist ein Ding, was er sagt. Und dann sagt er das nächste Ding. Die Gottlosigkeit ist im Geheimen all am Werk. Und wie sind die über die ganze Welt? Paulus schreibt das all 2003, dass die Ungerechtigkeit wie all an der Arbeit. Und das von der haben wir so in der ganzen Welt, besonders in unserer vasten Welt von der schon Tag, wird alles getan, was sie kann, um Gott zu sehen, schieben, aus der Schule, aus der Kirche, aus dem Gesetz. Und so, die Ungerechtigkeit ist huings an der Arbeit. So, ich sage, die Gesetzlosigkeit ist im Geheimen all am Werk. Aber erst mal da noch wahrgenommen worden, der dort noch abhält. Und so, hier sind ein paar verschiedene Ideen über das, aber eine Auslegung ist, dass er redet hier von den Heiligen Geist und der Kirche. Na, Jesus sagt, wir sind das Licht von der Welt, wir sind das Salz auf dieser Erde. Diese Welt wird beeinflusst sehr von Christentum. Finde ich. Das ist noch Hammer. Wenn wir die Weltgeschichte studieren, even wenn wir studieren, like Amerika zum Beispiel, erahnt gewisse Moten an biblische Prinzipien, wo das im Christentum kommt. Und so das Christentum, die Kirche Jesu Christi, gefällt mir ein Heiliger Geist. Es ist eine Kraft in dieser Welt, was beiset hält. Die Gebete von der Heiligen. Dat is een kracht in de wereld, wat dat beide terughaalt. Maar wanneer de tijd komt, dat dit wordt waargenomen, en een van de uitleidingen is, dat wanneer de kerk wordt waargenomen, zoals hij in 1. Thessalonicher beschrijft, en wenn de Heilige Geist besonders für die Kirche gegeven ist, in een bijzondere Weise, nou, bitte dat me niet hard verstehen, ich meine nicht, dass der Heilige Geist nu nicht mehr existiert, oder dass er nicht mehr wird auf dieser Welt sein, wenn er ist Gott. Aber der wird besonders gegeben für die Kirche. Und wenn dort wach ist und die Gebete von der Heiligen sind wach, dann hat das Beise auf dieser Welt 100% Totritt. Und so das wird das Wort für nicht leicht, das wo Paulus hier von redet. Wenn dort wird wahrgenommen, wird es nicht reinhält. Du sind zum anderen Utleihen, aber das ist eine von den Hauptutleihen, was ich im Christentum von der aufhängt. Und so, wenn wir hier wach sind, als Christen, wir denken vielleicht einmal so, wir haben wenig Einfluss auf diese Welt. Aber wir haben viel Einfluss auf diese Welt. Ein von unseren Hauptdingen in der Kirche ist Livestream. Like unsere Botschaften gehen raus. Ich rede diese Woche mit einem Freund, den ich in der Stadt habe, und er sagt, dass durch das ein Ding, was rausgekommen durch das Coronavirus, dort ist das viel mehr Material, was rausgeschickt wird von allen Kirchen. Und viele Kirchen, die ich gleich livestreamen, und die tun nicht. Und so sie haben ihre Botschaften auch, sozusagen, in der Luft. Und sie schicken Dinge raus. Und so, das ist viel Einfluss in der Welt von Christentum. Und so, wenn wir dort wahrnehmen, dann hat die Beise vollends Totritt. Und so, das ist ein Ding, wo viele Menschen glauben, oder Bibelutleiher, wo sie dort utleihen.
Nou is het 100% correct, nou dat hij uitkomt, dat is eenmaal vrouwelijk. Maar we nog eenmaal waren klaarhouden dat Jezus is de middelpunt. En dat er komt een tijd, wo we niet willen zijn. Er komt een tijd van triebsal, wo we, dan willen we hier gleich zijn. En ik geloof, Gott heeft dat zo ingericht, dat zijn kinderen worden beschützt van zijn oor. Na Gott zijn oor, dat meint Gott zijn gerecht even zin. En hij wordt het een dag, wordt deze wereld gerecht worden van zin. En, maar we zijn in Christus. We zijn Gott zijn kinderen. En zo dan beschrijft de Bibel een Chaos im Himmel in Offenbarung 19. Dat zegt dan wel, we ons nu vrij en vrouw zijn en aan de eer geven, wie ons voor het Lam als de tijd komt Chaos te merken. En zijn bruid heeft zich dort gemerkt. Dat is interessant in Offenbarung von Kapitel 4 wieder, wanneer de Gläubigen beschreven worden, die zijn immer bij Gott, bij zijn troon, naar onder zijn troon, zo'n dingen. En zo hier is de Chaos van het Lam. En dan sagt Johannes, dan zag ik den Himmel opstaan en door Fermi een wittet Piet. De Ritter daarboven, hij truwen wordt hoofdig, wilt hij als hem rechten geraag en ook geraag im Kriegen. En de armeien im Himmel, en fijn het lien zich gekleid, wit en rein, schijn aan een witte Piet hingen aan. Nou, dit is het beeld wat Johannes ons geeft, dat Jezus komt am witte Piet. En weet je, een witte Piet is een Sieg-Piet. So Jezus komt als Chinese van alle Chinese en haar van alle haren. En Jezus komt erop met de ganze armee, met de ganze engel en gläubige, alles top in de hemel erop. En wanneer we hier wieder lezen in Kapitel 19, dan zat hij zijn 1000 jaar direct op deze aarde. Feind wordt gebogen en dan wordt sozusagen in een loch nennt voor 1000 jaar. En daar worden troons opgesteld. Jezus zat op zijn troon en de gläubigen zaten op troons en regieren de wereld voor 1000 jaar. We wollen dat Kapitel nicht ganz lesen, aber Johannes beschrift dort. Am Ende von der Zeit wird der Feind noch einmal losgelassen, weil nicht alle Menschen durch diese Zeit sind Christen. Und dann wird die Welt noch einmal sozusagen gesaved gelassen, zum Weiten, wer zu Gott gehört und wer nicht hat. Aber dann nur dort, dann schrift Johannes dit in Offenbarung 21. Dann sagt Johannes, der heilige Stadt, dat nie Jerusalem von Gott in den Himmel raufkommt. Und das war ich erst mit Anfang. Gott sein Plan, sein ein Plan ist, sein Reich voll von seinen Menschen auf die Erde. Und so sagt es dit, von Gott in den Himmel raufkommt, aus einer utgestrande Brüderei für ihr Mann. Und ich höre eine lüde Stimme vom Himmel sagen, check einmal, nu als Gott seine Wohnung manche Menschen. Morgen dort, wo er das sagt. Gott seine Wohnung manche Menschen. Nicht, nu sind die Menschen ihre Wohnung manche Gott. Bei Gott. Ich meine, das ist dort, aber heute kommt nur uns. Und er wird mit an zu wohnen und sie wollen sein Volk sein und Gott selbst wird mit an sein und ihr Gott sein. Und so, Johannes beschrift zu Latz, in Offenbarung, das letzte Eng, von wo die Stadt, das heilige Jerusalem raufkommt, nur dass sie ihr. Er sagt dann, ich kann den Vers nicht, aber er sagt, dass dann mögt Gott ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und das sind ein bisschen verschiedene Meinungen, aber weißt du, die Welt, Petrus sagt, die Welt wird verschmelzen von Herd und so eine Dinge. Und so vielmal haben wir dazu ausgelegt, dass das wird alle verschwinden. Aber das, weißt du, in der Sintflut wird das als gesagt, Sprech gebraucht, dass Gott vernichtet die Welt. Er wird nicht mehr die Welt vernichten durch Wunder, verspricht Gott. Und so vielmal meint er bloß, dass das weltliche System, oder die Menschheit, oder wo diese Welt dreht, das wird vernichtet. Aber wir sind don't. Außer diese Welt ist eine neue Welt. Aber weißt du, wir haben einmal das Idee, dass wir waren irgendwo auf der Wald in Schwarm mit kleinen Flächen und mit einem Horb oder irgend so, ich weiß nicht. Bilder haben sie gemalt von, was der Himmel ist. Mir ist der Himmel viel doller antrekkend, wenn ich an denke, dass diese Welt mit alles bei sich geführt. Bloß mal Tränen im Paradies. So ist Gott das geplant hat von Anfang. Das ist mir sehr viel antrekkender. Wir haben manchmal so eine Bilder von ab goldene Gossen gehen. Und wenn ihr die Stadt dort, die hat goldene Gossen. Aber ich glaube nicht, dass die Welt, die neue Welt, dass die voll goldene Gossen ist. Wer will leben, ist für Ewigkeit, ab hordet Gold gehen. Und so, ich meine, das sind menschliche Bilder, nicht? Das sind Dinge, die wir uns deutlich merken.
Aber Gott sein Plon ist sein Reich, voll von seinen Menschen, aber nie Erde. Gott wird nie Himmel und nie Erde mehr. Und wir sind bestimmt, Tim, ob das Erde leben. Du sind wie viel mehr. Und ich lebe von Paradies nun Paradies. Aber Jesus kommt zurück. Und so werden wir heute sein. Nächstes sind noch so die Herwelt, weil ich reden alle von den Tekens, und besonders von Israel. Und wo dort spielt in dieser letzten Zeit. Aber Jesus kommt zurück. Und wenn du Jesus hast, dann bist du reut. Dann können wir an der einen Zeit begegnen, Tag und Nacht. Und weet je, wanneer op eenmaal wordt, de persoon wordt blusen. En du wordt in een lof metgenomen worden met een nieuwe körper. Dat is hoe we verleven, dat is hoe we nu leren. Dat is ons reingondste Ziel als Christen. En zo werden we ooit zijn voor den dag. We te beten, ons himmlische Vader. We danken die voor dat du was terugkomen. En Herr, ik weet dat de verschillende Meinungen, verschiedene Lehren uns nicht würden wegschreien von dit. Aber dass wir klar haben, dass in die, dann sind wir sicher. In die, dann sind wir an der gewandte Seite. In die, dann hast du all gesagt, wo das eigentlich wird entwickeln. Du hast all gesagt, dass wir wollen bei dir in der Ewigkeit sein, auf eine neue Welt. Und du wirst raufkommen, du wirst mit uns wohnen. Du wirst uns Gott sein, du wirst uns regieren. Und wir wollen für alle Ewigkeit im Paradies sein, auf eine neue Erde, und die verherrlichen, die dein, was immer dort alle wird mit sich bringen. Aber wir danken dir, Herr, für deinen Erlösungsplan. Dankeschön, dass du an unserer Seite bist, und dass wir an deiner Seite sein, und dass du uns Jesus hast gegeben, und dass wir reut sein, die zu begegnen, zu aller Zeit. Ik wil best vragen dat je een klein beetje langer in gebed blijft. Ik wil met jullie te beden, besonders wil ik met jullie te beden, wanneer du hier bist van deel en du sagst, ik kan Jezus nog niet, ik heb hem nog niet aangenomen en ik voel me nur Angst, wanneer ik aandenk dat Jezus wat terugkomt. Vielleicht best online, vielleicht kijk je van weit af en du best van die wat gleich Jezus aan te nemen. Wie wil jullie alle die gelegenheid geven? Ik wil best vragen dat je alle tot met mij beden, dat die weer hier is en wil Jezus aannemen, online. Dat ik deze gelegenheid heb, dat ze dat niet brokken alleen doen. En zo wel we bloos alle tot beden en bed bloos noem me met. Jezus, ik dank je dat u mij goed bent. Ik zei me veel dat aan die. Ik wil die aannemen van jou. Ik zet mijn geloven op die. Ik zet mijn vertrouwen op die. En ik vraag, vergeef mijn zonden. Dankeschön, Jesus, für mich annehmen. Amen. Amen. Thank you, Jesus. That's awesome. Hey, wir freuen uns, wenn ihr das Gebet. Und wir würden uns gleich ein bisschen mehr freuen mit Jüngern zur Kup trägt. Und sagt uns, wenn ihr das Gebet von dir, oder wenn ihr online sind, schreibt uns, lasst uns weiten. Because es sagt im Himmel, wenn sich ein Sünder bekehrt, dann jaft das große Fass und jaft eine Freude. Und uns jaft das auch eine Freude, wenn ihr uns bekehrt. En omgedreid. En we worden bloos gleich jullie te helpen om weer te wassen, dat je kan weer gaan. En zo we willen ons bloos metvrijen met jullie. Hier zijn een ganze Reihe announcements, dingen wat er opkomt, bekend maken. Die zijn on the screen. En zo kijk wat er opkomt in de kerk. Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Diesbrecht en dit zijn onze bekendmerkingen voor deze werk. Van der Klocksasse Service habe ich die Lebenswasser Jugend Theme Night hier bei der Kerk. Hier ist der Video für dort.
Wir Plon waren mit der Vision-Klasse anzufangen. Wir haben ein paar Änderungen gemerkt. Wir waren noch leichter und busiger merken für ihn den Port zu nehmen an der Vision-Klasse. So möchte ich dort diese kommende Donnerstag und Freitag, Klock 7 Uhr, wo wir die Vision-Klasse hier haben in der Klassstufe Nummer 2. Und die Vision-Klasse ist für alle Menschen, die gleich mehr Informationen haben um Lebenswasser, für alle Menschen, die gleich ein Glied zu werden an Lebenswasserkirche und für alle Menschen, die gleich ein Mithelfer zu werden. So, wenn Ihnen ein von diesen 3 Dingen passieren, dann sendet Ihnen ab Ihnen Information dash für Vision-Klasse nu Donnerstag und Freitag, Klock 7 Uhr. Noch ein Ding, wo wir noch verder kicken down ist, den Drama von Jesus in Leben war aufspielen in Dezember. Was ich genannt wer ist Jesus. Wo wir 3 sind, die kicken und Jesus in ganzes Leben von Geburt, wo die gestorben und abstunden von Tod. 4 Jahre wieder gut gewesen, unsere Kirche wird ganz packvoll, was Menschen haben da neu gelegt. So planen das Jahr weiter zu tun. Weil wir planen länger, gerade und besser zu machen das Jahr. Sonst fehlt ihnen halb zum Port nehmen und das die Geschichte vertellen. Uns wird vielleicht nicht wie 20 Menschen fehlen. Sonst fehlt Kinder, uns fehlt Familien, uns fehlt Großeltern. Uns fehlt die, die die Geschichte von Jesus verbringen waren Ende Dezember. Nu Juli den 26. tun wir Klock 3 Nummer hier wieder Kirche zu kommen, um sein wem dort worden interessieren, wo wir können ihn Port annehmen und das ein Drama. So wenn Ihnen interessieren, dann sendet Ihnen auch wieder Informationen da für Juli den 26. Und dann planen wir Oktober, November und Dezember dann zu üben und zum die Geschichte verbringen, hier wieder Kirche über 3 sind. Wir kriegen so fertig weiter dort, so wie Lunien an aufgeschrieben, für wer ist das Jesus. Noch ein Ding, was hier im Karten abkommt, ist in August planen wir eine Mission Monat zu haben. So jeder Sonntag in August planen wir eine von der Missionorganisationen, wo wir unsere Städten down, fertigstellen, wir werden von der Mission verteilen down, und da wird bloß eine gute Zeit sein, so wir kicken fertig weiter im August unsere Mission Monat zu haben. Noch ein Ding, was wir wollen hier noch am Motor sprechen zu tun, jeder ein von ihnen, es wird Part von einer kleinen Gruppe, was sich durch das Werk treffen wird. Wenn ihr dann interessieren, dass ihr könnt hingehen, du hast eine Wohnung angeschrieben, verschiedene Gruppen, wo verschiedene Events angehen down, und die kannst du abschreiben zum Part sein von einer kleinen Gruppe. Eine kleine Gruppe ist bloß eine gute Gelegenheit, um uns gute Freunde mehr, zum Wachsen jährlich, zum Wachsen in unser Verhältnis mit anderen Personen. Ich persönlich bin Part von einer kleinen Gruppe, wo sich jeder Freitag so was treffen wird. Und ich kriege wirklich die ganze Werk, dass es so Freitag so was sein. Wenn ich kann nicht wachen, mit Menschen sein, wo ich kann Freunde bieten, wo wir können uns untereinander abbieten und Motor sprechen und jährlich wachsen. Ich will Ihnen wirklich Mut sprechen, wenn ihr noch nicht Part seid von einer kleinen Gruppe, schreibt ihr da. Oder vielleicht wirst du gleich eine kleine Gruppe zu laden. Es wird immer mehr ladisch. Und das ist eine gute Gelegenheit, wo wir können unser Verhältnis und unsere ganze Umgebung bieten, der kleine Gruppe. Ich will Ihnen gleich in Denken haben, dass jeder Sonntag, halb 11 morgens in der 2. Klassstufe, habe ich eine Gebetszeit. Wir laden Ihnen an, vorbeizukommen, um für unsere ganze Umgebung zu beten. Und dann noch das letzte Ding, wir haben ein Lebenswasser gekommen, das ist die Kirche. Wir können vorbeikommen, wenn ihr dort fehlen werdet, ihr kommt gleich ein Thema zu laden, und ihr kommen, wenn ihr dort ein paar Gehen stellen, ganz und sonst. Das ist alles von mir, von der hatten wir gesehene Werk. Wir bist froh, dass ihr alle abstehen, dass wie das ein Service ist. Unser Gebetsteam, der ist hier, ist jetzt so fertig. Sie sind hier, um für ihn zu beten. Und so, wir glauben an Gebet hier in Lebenswasser. Wir glauben wirklich, dass wir einen Engerscheid in unser Leben. Meine Freunde vertellen mir diese Werk, wie manche Menschen hier was. Und wir in einer Situation, da wo Gebet fehlt, wo sie bet, und kriegt so hastig Antwort Gott Gebet. Wir glauben an Gebet, und wir glauben, dass er antwortet. Manchmal wundern wir wollen dir das so lange, nächstes Mal, dass er hastig ans Gebet antworten. Aber Gott, der hört Gebet, und er will uns beantworten. Und so, wo immer du bist von dir, und du sagst, mir fehlt Gebet, komm noch her, und sie wollen für die beten. Oder vielleicht fehlt die, dass du kannst mit somebody tot beten, dass du sagst, mir fehlt für diese Person zu beten, komm bis noch fern, und sie können dort mit die tot beten. So, wir sind hier zum dein Dienstweg, und sie sind bereit, und ich würde bis fragen, dass ihr dort utnutzen dann, und dort, because wir glauben wirklich, dass wir einen enger Scheit. Weil wir tot beten. Vater im Himmel, Dankeschön für deine Genot, und deine Leib, und dein Wort, was wir haben können hier, und ja, uns bloß geloten hat, über den Timer, was wir hier haben, und dort uns wirklich bereit merken, wann du kommst. Ich beten sehen, über jeder einer, was hier ist, all die, was uns kicken online, in Jesu Namen. Amen. Hatten gesehen, der Sonntag.
von meine Seil. Dort ist nu vor ich, taum eingekommen. Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer kann sich verstauen, gnut so erstaunend, wo'n Hort versteht so ne grote Leid. Dei ewiger Gott, hei, stopp drauf vom Himmel, bruch meine Sünd in meine Schuld. Hei jink nom Kriezen, jäuf mi Vergebung, dei Haar von Harnand mi sin Kind. Bracht voller Haar Eck, je hier die Emma, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dei März mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig. Hast ei tjeren laus genom, du es var och en inom. Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dei März mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig. Hast ei tjeren laus genom, du es var och en inom. Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Dann kam dei Morgen in din Versprechen, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Ställen, dei lebt kein Brälend, raubt ut dort Grov, haft kein Recht on mi. Dann kam dei Morgen in din Versprechen,